Der Dokumentarfilm im Ersten. In 2 Städten in den USA bekam ich Arbeitsverbot. In 3 Restaurants in England Lokalverbot. Das heißt, da haben sie mich gar nicht erst reingelassen. Sie reden hinter meinem Rücken, beschimpfen mich, denken, oh Gott, was hat er sich angetan? Sie schauen angewidert, schockiert, denken, ich sei wahnsinnig. Oder ein Mörder, ein Killer, ein Drogendealer, ein Rocker, ein Vergewaltiger, ein Wrestler. Ich muss irgendwas Schlimmes angestellt haben. Denn schaut ihn euch an, er ist böse. Ich muss wahnsinnig sein, durchgeknallt, geisteskrank, ein Psychopath. Ich hatte bestimmt eine schlimme Kindheit. Wahrscheinlich bin ich als Kind sexuell missbraucht oder vernachlässigt worden. Oder war jahrelang im Knast, weil ich so tätowiert bin. Die Liste ist endlos. Aber keiner checkt es wirklich.
doing, man? Hey, cool. Good to see you. Welcome to right side. This is one of our crew chiefs. There you go, sir. Then you're Sergeant Charles? Yes, sir. Good to meet you, man. I'm the scary guy. This is my agent, Gary Lee. Nice. How you doing, sir? You know that dude? Yes, sir. We're doing a show Friday night at the high school. Okay. If you get a chance, come on by. All right, sir. Right now. You know, I can almost feel people thinking the minute I walk in a room, oh, I know who he is. I know what he does. He's a biker. You know, one of those Harley riding dudes? Oh, no, I know who he is. I know what he does. He's a wrestler. I look like I could body slam you, huh, dude? I was a baby portrait photographer. Do I look like one to you? I shot babies for a living. What I learned at the time of being a baby portrait photographer, you can't learn anywhere else. Was ich in meiner Zeit als Babyfotograf lernte, kann man nirgendwo sonst lernen. Ich lernte, wie man psychologisch mit Kindern und Müttern umgeht. Ich spreche da von Babys und Kindern bis etwa 12 Jahren. Da musste alles sehr schnell gehen, denn es standen Jahrhundertmütter mit ihren Babys Schlange, um fotografiert zu werden. Und ich hatte nur ein paar Minuten für jede. Ich musste sie hinsetzen, in Position bringen und sie dann auch noch dazu bringen zu lächeln. And I had to get them in there, get them positioned, and then get them to smile. Man, I'd rather be sick. I picked a woman to call because I figured she could really help me out. She feels sorry for me and she give me pity. It backfired. She said, he called you what, the scary guy? I said, yeah. She said, have you looked in the mirror lately? Das Schwierigste für Menschen um mich herum ist nicht meine Art oder mein Aussehen, sondern das, was sie über sich selbst herausfinden. Als ich 8 war, erinnere ich mich noch, wie ich zu meinem Vater hochschaute. Seine Arme waren kräftig. Er trank mit seinen Kumpels Bier in der Garage. Alle hatten sie Tattoos auf den Armen, noch aus dem Krieg. Und damals mit 8 dachte ich, so sieht ein richtiger Mann aus. So in my mind at 8, that's what a man was. Time flashes forward and I'm on a holiday or Jahre später bin ich im Urlaub und fahre von Minnesota nach Tucson, Arizona, um meinen Bruder zu besuchen, der dort seit 15 Jahren als Polizist lebt. Daher kannte ich Tucson. Ich war also ganz allein im Urlaub bei meinem Bruder und fuhr eines Tages die Straße entlang. Ich schaute zur Seite und sah dort ein Schild mit der Aufschrift Tattoo. Mein Wagen bog automatisch ab, ich hatte keine Kontrolle mehr. Er fuhr in die Einfahrt und hielt genau vor dem Schild. Die Wagentür ging auf. Ich stolperte, stand auf und irgendwie zog es mich auf magische Weise in den Tattoo-Laden. Drinnen starrte ich all die Vorlagen an den Wänden an. Ich zeigte auf eine. Es war ein Drachen. Dieser kleine Drachen hier. Der Tattoo-Künstler fragte mich, was kann ich für dich tun?
Und ich sagte, ich will diesen Drachen, und zwar genau hierhin, wo mein Vater sein Tattoo hatte. Ich setzte mich auf den Tätowierstuhl, damals war ich 30. Er fragte mich, ist das dein erstes? Ich sagte ja. Und er darauf, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Es wird nicht dein letztes sein. It won't be your last. That's what he said. I didn't have any idea what he meant. Ich hatte keine Ahnung, was er damit meinte und ging. Für mich symbolisierte der Drachen Stärke, so fühlte sich das jedenfalls an. Der tapfere, starke Drachen. That's what it felt like. The dragon, ooh, tough, you know, I'm going to be strong now. And I went back to where I was staying on holiday with my brother and I looked in the mirror. Zurück bei meinem Bruder schaute ich in den Spiegel und fand, wow, cool, das fühlt sich gut an. Es tat ja nicht mehr weh, nur das Tätowieren war schmerzhaft. Und dann schaute ich wieder in den Spiegel und fand, oh, das sieht aber nicht gut aus. Der andere Arm ist leer und das macht mich asymmetrisch. Also stieg ich tags darauf ins Auto und fuhr wieder zum Tattoo-Shop. Am nächsten Tag. The next day. Went back and showed my second wife. Ich zeigte meiner zweiten Frau die Tattoos. Ich war begeistert, aber sie ging an die Decke. Sie war total sauer auf mich. Sie konnte nicht fassen, was ich mir da angetan hatte. Und genau in dem Augenblick wurde mir klar, dass mein Körper mir gehört und niemandem sonst. Ich habe das Recht, ihn zu färben und zu bemalen, wie es mir gefällt. Und es ist mir egal, ob jemand ein Problem damit hat. I didn't see it as an initiation to be a man. Für mich war das kein Ritual, ein Mann zu werden, sondern ein Ritual, ich selbst zu werden. Das ist etwas anderes. Ich versuchte ständig herauszufinden, wer bin ich? Wie bin ich? Wofür stehe ich? Wozu gibt es mich überhaupt? What do I mean? What do I stand for? Why am I here? Ich glaube, dass mir die Tattoos geholfen haben, das herauszufinden. Aber das wusste ich damals noch nicht. Als ich die ersten Tattoos machen ließ, dachte ich nicht, das ist es, das bin ich. Aber ich brauchte diesen Prozess, um herauszufinden, wer ich war. You know, quite frankly, I don't care what color your skin is. I don't care if it's white, black, yellow, green, or multicolored like mine. If you take my program and you boil it all the way down to the very bottom line, it's about love and acceptance of all people on the planet, regardless of race, color, creed, religion, religion, religion. We got a lot of religious killing going on. Been going on a long time. Since I started to speak these words out of my mouth, here's my life. I get death threats on the phone, death email. Can you imagine that, death email? Can you imagine the people on the end of the computer on the keyboard typing a death email? I'm going to kill them. I just can't. Return. Oh my goodness, Scary and I met in Minneapolis. Scary und ich lernten uns in Minneapolis im Computerbusiness kennen. Für Scary war es Liebe auf den ersten Blick. Er kam um die Ecke gebogen, wurde mir einfach vorgestellt und wir gaben uns die Hand. Damals war ich bereits am ganzen Körper tätowiert, aber nicht an den Händen, am Hals und im Gesicht. Ich konnte meine Tattoosammlung unter langärmeligen Hemden, Anzügen und Krawatten verstecken. Keiner wusste, dass ich tätowiert war. You know, and ties. Nobody knew I had tattoos.
Natürlich konnte auch sie meine Tattoos nicht sehen. Weil ich dachte, sie würde sonst nicht mit mir ausgehen wollen, zog ich mein weißes Seidenhemd an. Ich wollte mich fein machen und gleichzeitig alle meine Tattoos verdecken. Ich fand das Muster wunderschön und sagte, ich muss das einfach mal anfassen. Der Stoff ist unglaublich. Und sie sagte, wow, das ist das schönste Hemd, das ich je gesehen habe. Schau, wie die Farben schimmern. Und ich dachte, oh nein, sie sieht die Tattoos. Ich hatte ihr nichts davon erzählt, weil ich Angst hatte, dass sie mich sonst nicht haben wollte. Erst dann erkannte ich, es waren Tattoos und es war nur ein weißes Hemd. Ihr fiel die Kinnlade runter. So etwas hatte sie noch nie gesehen. Sie kam aus einem Kaff in South Dakota und war erst 23 Jahre alt. Ich fand's toll. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nie ein Tattoo gesehen. Die ganzen Details und die Geschichten, weshalb er was ausgewählt hatte, das fand ich absolut faszinierend. Das ist mein Ehering. Das hier ist die Sonne. Und das ist ein J für Julie, den Namen meiner Frau. Es bedeutet, möge die Sonne ein Leben lang für sie scheinen. Die Sonne wurde mir während der Hochzeitsfeier auftätowiert. Das war ganz witzig. Meine Mutter machte sich große Sorgen darüber, was die Leute denken würden, wo er arbeiten würde, wie er für mich sorgen würde und solche Dinge. Wegen ihrer Ängste versuchte sie, uns auseinanderzubringen. Sie sagte, wenn du bei deiner Entscheidung bleibst, will ich dich nie wiedersehen. Aber anstatt böse auf sie zu sein, sagte Scary, respektiere sie und antworte mit Liebe auf ihre Ängste. Und das tat ich. Oft war das sehr schwer und ich weinte stundenlang nach Telefonaten mit ihr, weil mir klar war, wie sehr sie zu kämpfen hatte. Es dauerte 4 Jahre, aber jetzt funktioniert's. Ich arbeitete als Computerverkäufer. Meine Kollegen waren soweit okay. Aber wenn man nicht so tickte wie sie, rissen sie sofort Witze auf deine Kosten. Oder machten dich sonst irgendwie runter. Tattoos waren für sie anormal. Ich dachte, wenn ich nicht darüber rede, bin ich vor ihren Angriffen und Sticheleien sicher und werde nicht kritisiert oder ausgegrenzt. Lauter solche Dinge. Und ich dachte, so könnte ich mein Ansehen bei ihnen behalten. Ich ging zu einem Firmenpicknick mit den Computerverkäufern. Aber zu so einem Picknick geht man mitten im Sommer nicht in Anzug und Krawatte. Man geht in Shorts und T-Shirt. Einige Tattoos schauten darunter hervor. Im Nachhinein betrachtet war sie das. Die Stunde der Wahrheit. Ich wusste, das haut rein. Jetzt werden sie Bescheid wissen. Aber ich bin stark genug. Egal, was sie sagen, ich zeig's ihnen. Aber als ich dann zu dem Picknick kam, war das doch ziemlich heftig. Die Leute waren total verändert. Die Art, wie sie mit mir sprachen, wie sie nicht mit mir sprachen. Ich fand die Veränderung der Leute unglaublich. Und das nur, weil sie sahen, was sie sahen. Ich selbst sah mich ja nicht anders als vorher. Ich war doch derselbe. Aber nicht für die. Für die war ich ein anderer. But not to them. To them, I was someone else.
Sie machten sich einen Spaß daraus, mich zu hänseln. Obwohl ich in Anzug und Krawatte zur Arbeit ging, redeten sie darüber oder machten irgendwelche Anspielungen. Irgendwann wollte ich da nicht mehr dazugehören. Es ging mir gegen den Strich. Wie können Menschen heute so sein und morgen ganz anders? People could be one way one day and then completely the opposite another day. And so one day, eines Tages sagte ich, es reicht. Ich werde mich so tätowieren, dass ich nie wieder zur Firmenwelt Amerikas gehören kann. Nie wieder. Deshalb ließ ich mich hier am Hals tätowieren. So I put a tattoo right here on my neck. And in fact, after he did put a tattoo on his neck, he got a Gleich danach bekam er ein fantastisches Jobangebot. Jemand rief an und bot ihm ein Traumgehalt. Aber er lehnte ab, weil er sich ja den Hals tätowiert hatte. Der Anrufer war sehr verärgert. Er kannte Scary seit langem und wollte ihn für die Firma. Ich machte das, weil ich mit dem ganzen negativen Gehabe einfach nichts mehr zu tun haben wollte. Mit all dem Lästern, dem sich lustig machen, dem Bloßstellen anderer. Und dann so tun, als sei alles in Ordnung. Und in Anzug und Krawatte einen teuren Schlitten fahren. Ich sagte, mit euch bin ich fertig. Deswegen legte ich mir dieses Tattoo am Hals zu. Ich zog von Minnesota, der eisigen Tundra, nach Tucson, Arizona, dem heißesten Ort in Amerika. Und dort eröffnete ich mein Tattoo-Geschäft. That's where I started my tattoo business. Nach 3 Jahren hatte ich 3 Tattoo-Shops. Und da begann ich, mein Gesicht ein wenig zu tätowieren. Als er sein Gesicht zum ersten Mal tätowierte und mich anrief, brach ich in Tränen aus und sagte, du ahnst nicht, worauf du dich da einlässt. Er sagte, aber ich bleibe doch ich, nichts wird sich dadurch ändern. Ich weinte weiter, weil ich wusste, dass die Leute extrem darauf reagieren würden. Und ich hörte erst mal auf. 4, 5 Wochen lang ging das auch. Aber dann fand ich, naja, vielleicht hier oben noch eins, damit es ein Gegenstück hat, genau wie hier. Aber da überschreiten wir schon eine Grenze, denn immerhin geht es ums Gesicht. Aber ich fand, nur die beiden da, das ist ja nicht so schlimm. Als ich in den Spiegel schaute, verschwand die Vorstellung plötzlich, Gesichtstattoos könnten verwerflich sein oder ein Tabubruch. Der Gedanke, das könnte schlecht sein, kam mir gar nicht. Ich hatte ja schon welche. Wenn man die Grenze erstmal übertritt, kann man sich nicht mehr verstecken. Man exponiert sich. Ununterbrochen. Theoretisch weiß man, dass man sich nicht mehr verstecken kann. Aber bevor man diesen Schritt nicht gegangen ist, weiß man nicht, wie das wirklich ist. Natürlich war ich beunruhigt. Andererseits wurde ich dadurch gezwungen, nachzudenken. Und ich denke, man hat die Wahl, etwas zu bereuen oder eben nicht. Man kann mit allem im Leben fertig werden. Ich hätte sagen können, du hast dich im Gesicht und am Hals tätowiert, das klappt nie mit uns, ich gehe. Oder, weißt du was, ich glaube an dich, an einen größeren Plan. Egal, ob du dein Gesicht oder Hals tätowiert hast, wir sind gemeinsam auf einer Reise und akzeptieren, was immer uns begegnet.
Until one day something happened to change my life. Someone I do not know, I've never met to this day, in Tucson, Arizona in 1996. This guy ran a full-page ad in a newspaper that read, "Are you tired of dealing with scary guys with war paint facial tattoos?" I read the ad in the paper that day. I slammed it down on the counter and I thought to myself, now, who would say such a thing about someone they don't even know, let alone print it in a newspaper? Well, I'm no different than anybody else. The first thought that came to my mind was, what am I going to do to get him back? You know, revenge. I drive a 1978 Lincoln Town Car. That car is from here to that wall long. It weighs 7,000 pounds. I got great big pipes coming out of the sides. I got flames painted on the front. I figured to get the guy back this day, I'd jump in my hot rod Lincoln, find out where he lives, go to his house, and run over his dog. A flat dog ought to get him back, don't you think? Natürlich hatte ich nicht wirklich vor, den Hund zu überfahren, aber Lust hätte ich schon gehabt. Stattdessen setzte ich eine Anzeige in die Zeitung, in der es hieß, der Tattoo-Shop, das Zuhause des Scary Guy. The tattoo shop, home of the scary guy. Irgendwann sagte ein Freund zu mir, ändere doch deinen Namen. Und ich sagte, okay, cool, mach ich. Okay, cool, I'll do it. Der Anruf kam um Mitternacht. Ich sollte in den Laden kommen, weil er hochgejagt worden war. Ich also hin. Straßensperren, Polizei, Feuerwehr und FBI waren da. Überall Wasser und Blaulicht. Mein Laden war eingestürzt. Der Brand war bereits gelöscht. Und ich war völlig benommen. Ich stand nur da und starrte auf das Gebäude. Ich wusste echt nicht, was ich sagen sollte. Das FBI und die Sprengstoffbehörde haben nie herausgefunden, wer es war. And the FBI and the ATF never found out who did it. And that was really an eye-opening experience. Dieses Erlebnis hat uns wirklich die Augen geöffnet. Wir zogen dann in eine Lagerhalle mit dicken Ziegelmauern. Wir konnten dort kreativ sein und uns gleichzeitig sicher fühlen. Das war kein gemütlicher Ort, sondern eine Lagerhalle, an die Trucks andocken konnten. Sie hatte große Stahltüren und stand genau neben einem E-Werk. Dessen Summen war immer da. Das war ziemlich scheußlich. Mein Geschmack ist etwas traditioneller. Ich mag Teppichböden, eine Einbauküche und den üblichen Komfort. Einerseits mochte ich das Leben in der Lagerhalle, weil ich sah, wie viel Spaß Scary daran hatte. Er konnte sich beim Einrichten künstlerisch entfalten und das machte mir Freude. Aber es gab keine Fenster und die Bahnstrecke verlief nur wenige Meter neben uns. Wir hörten ständig die Züge vorbeifahren. Und das störte mich mit den Jahren mehr, als ich dachte.
Täglich 84 Züge, die hupend vorbeifahren. Das ist kein netter Ort, das ist Hardcore. Auf beiden Seiten Zaun und Stacheldraht. Vielleicht baute ich mir damals mein eigenes Gefängnis und merkte es nicht mal. Und da sagte ich zu Julie, ich packe meine Sachen. Ich reise um die Welt und bringe den Menschen bei, einander anders zu sehen. Ich wusste genau, was zu tun war. Das war mein Weckruf. Ich wollte nicht mehr nur herumsitzen und so ein Ding namens Scary Guy sein. Our school is very overcrowded. Unsere Schule ist überfüllt. Wir haben eine Menge Probleme. Körperliche Gewalt, Schlagen, Schubsen, manchmal Raufereien. Manchen Schülern fehlt es an Respekt vor der Einrichtung. We see students who have a lack of respect for the facility. They are rude to one another. Sie sind grob zueinander, sie sind unfreundlich, sagen weder Bitte noch Danke und entschuldigen sich nicht. Sie halten niemanden die Tür auf, der gerade keine Hand frei hat. Es ist vorgekommen, dass wir Schüler erwischt haben, die verbotene Substanzen nahmen, wie Alkohol oder Drogen. Wir müssen also eine Vielzahl von Problemen bewältigen. Substances that are inappropriate like alcohol and or different drugs. So we have a variety of situations that we need to deal with. Hi. Hey. What's your name? Josh Bolton. Hi, Josh Bolton. I'm Scary Guy. Good to meet you. Come on over here, Josh. Put your head on my shoulder. Right down on my shoulder, Josh. I don't really like this. There you go, buddy. I decided to pick up a telephone. You ready, Josh? Yes, sir. And call someone. You ready, Josh? Yes. And share my feelings. Oh, sorry. Ooh, dude, go sit down, man. Thanks. It was very interesting to watch other people. Es war sehr interessant, die Leute zu beobachten, wie sie den Blick abwenden, so tun, als ob ihr Handy klingelt, wie sie ihre Kinder auf die andere Straßenseite ziehen oder wie sie einfach stehen bleiben und ihn anstarren. Manche wussten nicht, ob sie ihm die Hand geben sollten. Andere waren so begeistert, dass sie zu ihm gingen und sagten, ich hörte, dass Sie hier sind und wollte Sie kennenlernen. How you doing, man? Good, and you? Now, you remember yesterday we had that first hour session? Yeah. And you came up after the session and you told me some information about how it impacted you. Yeah. And your decision not to go to battle with 2 people. 3 people. 3? Yeah. There's these 3 guys who play a lot of practical jokes on me. They try to make a fool out of me, and they usually succeed very well. It's frustrating me a lot. And how did you feel about it at the time? Extremely mad. And what were you going to do until you heard that first hour? Up until that moment, what were your thoughts? Inflicting pain upon them. You were going to actually physically assault them to get them to stop. The one thing that really set me off, they set me up at a track meet. There was this one chick who they're acting like she liked me, and I went for it. I fell for it, and it ended up making me look extremely stupid because she didn't like me. I asked her out, and everyone found out about it and pointed at me and laughed at me. So I figured if I pounded them hard enough, they would get the picture and stop.
Someone who looks like the scary guy with tattoos all over his body is Wenn man so aussieht wie the scary guy und am ganzen Körper tätowiert ist, ist man einzigartig. Die Tattoos und die Tatsache, dass er den Rest seines Lebens in dieser Haut steckt, das gibt den Jugendlichen vielleicht das Gefühl, dass er sie nicht verurteilen wird. Ob wegen ihres Aussehens, ihres Körpers oder für Dinge, die sie selbst oder ihre Freunde als Schwächen sehen. Vielleicht vertrauen sie deshalb einem Tätowierten wie Scary eher als einem Menschen, der konventionell aussieht. so they may just be much more at ease to express themselves to an individual like Scary, who has tattoos, as opposed to a traditional-looking individual. You like to eat food? Yes, I do. I like food a lot. I like food too. You like food too? Food is awesome. All right, food's awesome. Why do you eat food? What is food? I don't really know why I eat food. I like to eat food because it tastes good. It fills me up, gives me more energy. So food is energy, keeps you going. Now, thank goodness, like you said, you enjoy it. Yes, and I it do. tastes good. And do you like all food? Not really. You pick the energy you want to eat? Yes. Okay, good. And you know, I understand that. Now, let me ask you a question. Are words energy? Are words energy? Yes. It sounds like energy if they make you feel bad. They're negative energy. Oh, so they are energy. They're energy. Yeah. Ah, it's a different kind of energy. Okay. Physical violence, hitting somebody or pushing, is another way to release the negative energy out of the tank. So when I show you this in a form of words, you can also apply this to the physical side as well. Yeah. Once you release it out of your storage tank, how do you feel? Better. Yeah, because you've opened up a space in there and the stress is a little bit better. But the problem is you're still conditioned to fill it back up again with other energy from the outside. The more negative energy I take into my body, the more that I put out, the more I will receive my whole life. Here's one for you. Check this one out. That's pain. 24 hours a day, 7 days a week, non-stop, relentless pain. There's always somebody pointing a finger at somebody with a weight problem. Talk about words of devastation. They never end. If I call you a rotten name, who's the word about? You? Yours? Yeah. If I tell you I hate you, whose hate is it? Yours. Exactly. Now that works for every word you hear from this day forward, including the 3 people you claim are calling you names. Okay? You might say, dude, Carl, as soon as he shoots his mouth off at me, I'll look right back at him with no anger, because it's not my problem. Right. I'm not playing your game. I know it's yours. Everybody around me knows it's yours. You're the one that's got a problem, and I'm not going to become your problem. And when you're ready to talk about it, I'm here for you. And walk. The scientists studied the human being a little longer, and then they determined this. In order for a human being to go to bed on a normal emotional level every day of its life, it had to have 16 hugs a day. Now, when I heard that number, I looked in the mirror and I went, whoa, I wonder how many normal people are on this planet. So then I decided I was going to test it out, and I was going to sit over here on the sideline of my life, and I was going to wait for my 16 hugs to come. I waited 6 months, didn't get 3. So then I decided in order for me to go to bed normal every day, I had to go out and get my 16 hugs. Hi, Toby. How are you? Okay. You're not my first hug of the day, Toby, but you're about my 10th hug. Now, in order for 2 guys to hug in the hallway of the school, dude, this could be dangerous, you know what I mean? Yeah, you know what I mean? Because if 2 guys are hugging in the hallway of the school, all of a sudden people walk by and they go like this. They must be gay.
Excuse me? Oh, we got to look like we're going to fist fight, Toby. You ready? So get your fists up, dude. There you go. Now slow down, man. I think he's a professional, isn't he? All right, get your fists up, dude. That's it. Now, slow motion. You know what slow motion is? Yeah. All right, come at me in slow motion like you're going to clock me right here. Wait a minute, not yet. And then bring it around the back. Ready? Slow, dude. Slow, that's it. Bring it. Good job, dude. Hug me, man. Whack my back a little bit. Excellent. Thank you. Yeah, thank you, man. Yeah, now I got about 11 hugs in, dude. All right, now you guys are on a 16 hug a day program, except for one thing. That does not give you the right to walk down the hallway and grab people. You got to get their permission. Give Toby a hand. He rocks. Thanks for coming up, brother. You want to hug me? Don't threaten me. Get up here. Get in line. I don't think I want to do a group hug. The human race has talked ourselves out of contact. Die Menschheit hat irgendwie den Kontakt zueinander verloren und die Zuneigung und die Liebe. Wir tun alles, um Abstand zu halten und voreinander sicher zu sein. Ich sage stattdessen, versuchen wir doch mal Wege zueinander zu finden, anstatt auf Distanz zu gehen. Und das hier ist eine einfache Methode, es zu tun. And that's just one simple way to do it. Yeah. Dude, we got a revolution going on here. No. It's too much. All right, now listen up. When I finish the program, then I will be right here and I will hug anybody that wants to get in line to hug me. So when the program's over, come back up and we will hug. I'm booked by the United States military. Das amerikanische Militär bucht mich. Das klingt vielleicht wie ein Widerspruch in sich, denn meine Mission ist es ja, Menschen beizubringen, liebevoll zu sein und Hass, Gewalt und Vorurteile zu eliminieren. Das Militär dagegen tut gewissermaßen das Gegenteil und kann Menschen töten. Aber so ist das heute. Alle Länder haben Militär. Alle Länder haben Waffen. Alle Länder benutzen sie. Es wäre lächerlich, wenn ich mich mit dem Militär anlegen würde. Das funktioniert nicht. So it's really kind of ludicrous for me to go to battle with the military. It's not going to work. So if I'm on an Air Force base, they have everything. Auf so einem Stützpunkt findet man alles, was es anderswo auch gibt. Kriminalität, Hass und Gewalt. Sie haben all diese Probleme also bereits auf persönlicher Ebene. Und was ihre Arbeit angeht, das ist ein viel größeres Problem. Meine Mission ist es, den Menschen beizubringen, wie sie ihr persönliches Verhalten ändern. Yes, sir. You're talking about following rules that other people don't follow. So in games, in any game, if I decide I'm going to make my own rules and I'm going to play by those rules and no one else is playing by that, then in life standards, I often lose. You're talking about winning and losing. You're trivializing the question. I can call him fat. He can lose weight. I can call him a jerk. He may not be. But when you call me something based on my ethnicity or my culture, I can't go down the street and be something different. I can't lose it. Let me ask you, what's your first name? My first name is Craig. Craig. Is there any means a rock. Craig, is there any difference between... It means a rock. Cool. Thank you for sharing that. Is there any difference between a negative word and a different negative word? Is it negative energy? The impact. Yes. Is it negative energy? It's definitely negative energy. Good. Then that's what I'm talking about. Okay. I'm talking about the fact that all words are power. I follow what you're saying. There you go. Whether they're tied to your ethnic life and who you are as a human being, or whether they're tied to this man over here and his weight because you determined he was fat, is still negative energy. Yeah. And that's what I'm talking about. And as human race, we have the capability of not doing that energy. I follow you. That's it. I'm with you. And the way you walk in, like, why do you come in such a manner as you did? How did I come in? Because you came in so slow. I'm coming in slow because I've had 2 ankle reconstructions.
No, I mean, not... I mean, it seemed like... not like that. I mean, See, I can't hardly walk, dude, and that has to do with the physical thing with my ankle. It's nothing more? That's nothing more, man. See what happens to people? See, what they do is they see that outer shell. Here it is. Now, that outer shell was kind of moving like that. You're right, dude, because I can't move any quicker. So I'm moving like this, like I'm trying to maybe... Oh, and right away, what do people do? They put it right in their brains. Well, he's a tough guy. He thinks he's a tough guy. He's copping an attitude. And look at the way he's walking. Oh, he thinks he's cool. No! My ankle is sore. You with me? Yeah. See, so before you start to put that energy in anybody's space, including your own head, you better figure it out. You better find out from the source. That was a good word. Thanks for asking. That's exactly the right thing to do. Scarys Gesichtstattoos haben etwas von Kriegsbemalung. Und Scary sieht sich auch als emotionalen Krieger in der heutigen Welt. Seine Gesichtstattoos symbolisieren in gewisser Weise seinen Kampf. Somehow symbolize the battle that he is in. I'm not talking about being violent. Ich spreche nicht davon, gewalttätig zu sein, sondern ein Individuum zu sein, das sich traut, aufzustehen und den Mund aufzumachen. Das gibt es kaum noch. I don't see it anymore. I grew up with it in the 60s. Ich wuchs damit in den 60ern auf. Aber dann waren alle bekifft. Peace, love, yeah, drugs, rock and roll. Irgendwie ging das damals in die Hose. You know, you kind of lost it, you know what I mean? And those were people my age today. Das waren alles Leute, die heute in meinem Alter sind. Typen in Anzug und Krawatte. Typen, die Love and Peace aufgegeben haben. Ich frage sie zum Spaß, wenn ich sie im Flieger treffe, wart ihr denn nicht dabei in den 60s? Und sie antworten doch. Und ich, was ist passiert? Habt ihr aufgegeben? Ich habe nicht aufgegeben. Ich mache weiter. I'm still going. Tonight when we get there, then we'll give Bob a call. Are we meeting with him for about the schedule for the next 3 days? Yeah, go over the schedule for Sunday night, Monday, and Tuesday. Get ready to crank it up. This hour of the Tom Becker program is going to be incredibly scary. This is Drive Time Omaha. But not in the way you would normally think. This is a gentleman in the studio right now is known as the Scary Guy, tattooed and pierced pretty much from head to toe. Travels around the country now, teaching people how to deal with anger, teaching them to deal with people's differences. Because if I were to see you and not know you, my attitude would be, okay, you're a biker, Yep. Maybe a meth dealer. That you definitely you've done time for a violent crime, Yep. and that you pretty much have an attitude and hate society. Yeah, you'd be completely off base. I haven't seen the inside of a jail cell, although now I find myself in these fancy places called detention centers, which they can't seem to build fast enough, you know what I'm saying? Mm-hmm. I'm in these detention centers now, and the funny part about that is I'm working with kids in detention centers and schools, but you know, detention center, that's kind of a lie. It's really a jail for kids, but we really don't want to say that out loud, do we? Oh, by the way, we jail kids now. I would imagine that you get hassled a lot at airport security. I get patted down, dude. It's a favorite part of my trip. Okay, so let's talk a little bit about this. Nobody has tattoos quite like you. I mean, what at some point in time, were there people in your life telling you, hey, stop, slow down, knock it off?
No, not really. I was pretty aggressive with my attitude. I mean, I could pretty much handle myself in any situation, and I use negative energy to control and manipulate other people. I could put you down at a party, make fun of you in front of other people, and you'd probably be my friend even after I was done with you, and people would be laughing and having a good time. So I was really a master at that technique. So if you called me a name or something like that, don't worry, I'll figure out a way to get you back. Talking with the scary guy, and indeed, it's an appropriate name. I mean, you know. That's all right. By the time we're done, dude, we're going to be hugging. Hey, no, well. No, I don't think so. No, there's anything wrong with that. Can I just call you Scary? Please do. All right, we'll talk to Scary, and your trials and much more after this on News Radio 1110 KFAB. Thanks for being a PBL on News. There's a little boy over there who wants to meet your dad. Hey, dude. How are you, man? Good. It's good to see you. What's your name? Jason. Jason. Here's a card for you, man. Die meisten Leute denken, Kinder hätten Angst vor Scary. Dabei fühlen sie sich zu ihm hingezogen. Nope. You're really cool, dude. Good to meet you, man. I went one time on Halloween as my former self. Einmal ging ich an Halloween als mein früheres Ich. Es gibt Film-Make-up, mit dem man Tattoos abdecken kann. Damit habe ich mein ganzes Gesicht geschminkt, bis es wieder normal aussah. Dann schaute ich in den Spiegel und erstarrte. Ich kam überhaupt nicht mit meinem Aussehen klar. Das hier entspricht mir so viel mehr. Viele finden, ich sehe merkwürdig aus. Aber ich fand mich ohne meine Tattoos merkwürdig. People think I look weird. I thought I looked weird without my tattoos. Die Leute wollen Scary immer gern auf eine Religion festnageln oder ihn auf die eine oder andere Seite ziehen. Er fragt dann nur, würdet ihr mich lieben, wenn ich eurer Religion nicht angehörte? Very proud to introduce to you this morning my husband, the Scary Guy. How many of you have been called a rotten name? Raise your hands high. Look around the room. Put your hands down. How many of you called other people rotten names before? Raise your hands high. Look around the room. Put your hands down. Check this one out. How many of you have actually hit another human being before? Raise your hands high. Look around the room. Man, I'll tell you what, I don't know if I'm very safe right here. I'm in a whole room full of name-calling hitters. Er macht den Leuten schlagartig klar, wie ihre Erwartungen, ihre Sprache und ihre Urteile sich im Alltag auswirken. Er zeigt den Leuten schnell, wie falsch ihre Annahmen oft sind. I was a computer salesman. Do I look like one to you?
I thought back when I was a computer salesman, it was always men or guys in my life. We'd gather in the break room, getting our cup of coffee, waiting for the boss to come in the room. When the boss came in the room in a real quiet, whispery hush tone so nobody heard what he said outside that door, he proceeded to tell me the most racist or sexist joke he heard from the day before. You know what I did? I laughed at every one of his jokes. I was afraid if I didn't laugh at his jokes, I might not be part of his team anymore. I even saw people get fired for not laughing. They didn't even know why. Behaviors are relatively easy to change. We can pass laws. Verhalten kann man relativ einfach ändern. Wir können Gesetze erlassen und Leute bestrafen. Einstellungen dagegen sind schwer zu ändern. Eine große Gabe von Scary ist seine Fähigkeit, Einstellungen augenblicklich zu ändern. Mit ein paar Worten und ein paar Sätzen kann er enorm viel erreichen. He can have a tremendous impact. Normalerweise benutzen wir den Begriff Gefängnis nicht. Wir nennen es Verwahrung. Hierher kommen Jugendliche, die aufgegriffen wurden, weil sie weggelaufen sind. Sie haben Straftaten begangen, wie Ladendiebstahl, Autodiebstahl oder Einbruch. Oder sie können nicht nach Hause, weil es dort Probleme gibt und wurden von der Polizei hierher gebracht. Ich schätze, mindestens 75% unserer Jugendlichen hier haben mit Drogen experimentiert und oder nehmen Drogen. Experimented and are using drugs. It's good to meet you. It's good to meet you. It's good to meet you. Meet you. Like your tattoo. You all right? Yeah. Cool. Meet you. Excellent. Meet you. It's good to meet you, man. Good to meet you. Hey. It's good to meet you. It's really cool to meet you. Nice to meet you. Yeah. Excellent to meet you. How are you? Good. Good to meet you. Good to meet you. Hi there. Nice to meet you. Good to meet you. My pleasure. I need one volunteer. What'd you do to your hand, man? I punched a door at school. You punched a door at school, dude. Was it wood? Yep. You've learned quickly that wood is harder than fists. I could have told you that. Just call me next time before you punch anything. Scary, which is harder, my fist or the wood? And I'll go, it's the wood, dude. The wood's gonna win, man. You're gonna have a cast, man. Think before you punch the wood, okay? Dude, let's figure out how to get that energy out of your body, man, so you don't have to release it this way, all right? All right. Okay, because it comes in there somehow, right? Yes. We're going to talk a little bit about that in a few minutes, man, why that energy goes in your body. Huh. What's your name? John. John, I'm Scary. We're going to role play, John. Do you know what role playing is? Yes. What is it? Where you act out a situation. That's exactly right. We're actors on stage. That's our audience out there. We got to act like we know one another, so let's set the stage, dude, because typically speaking, that's how it works. People know one another and chill out together. How old are you, dude? 17. Okay, you guys imagine me at 17. Be hard to imagine John at 49, wouldn't it? Maybe not. All right, let's go a little further, dude. What's your favorite drink? Mountain Dew. All right, hold your Mountain Dew up. Very good. That's kind of an aggressive hold for Mountain Dew. Did you notice that? Yeah, I noticed that too. He's like, this is my Mountain Dew. I got it from Walmart. All right, hold on to your Mountain Dew, dude. Where do you go after, if you weren't here and you were in school, where would you go after school to hang out? Home, because I'd be on house arrest.
Some of the kids that responded never responded to other things here. Einige Jugendliche reagierten, die sonst auf nichts reagiert hatten, was von uns kam. Darunter war ein junger Mann mit einem ziemlich schlimmen Hintergrund. Der gab ihr immer den harten Typen. Aber er war absolut nicht mehr so hart, nachdem er Scary Guy gehört und am Sketch teilgenommen hatte. Dieser junge Mann, der gegen die Wand schlug. Er war voller Zorn. Aber Scary Guy konnte ihn knacken. Ich war überrascht, als er sich freiwillig meldete, denn solange er hier ist, hat er das nicht getan. Das war wirklich sehr beeindruckend. Since he's been here, he has not done that, so it was very impressive. I'm not here to change anybody. I don't have that power. If I had the power to change people, I wouldn't even show up. I would click my fingers. I'm going to open a door today, that's it. You have to walk through the door. Drugs and alcohol are the same way. Negative energy. If you pump your body full of chemicals and you thinking you're getting away from all the things around you or you're hip and cool, guess what? You're going to wake up and figure out they're all there again. I'm sorry, there isn't any real easy way for you. It's work. And you people all know it because a lot of you people have walked in the trench of negative energy already and you know what I'm talking about. Ich bin psychologische Betreuerin an der Schule und ich lernte Scary vor einem Jahr kennen. Damals sollte er vor den Schülern sprechen. Das sind großenteils gefährdete Kids. Sie hätten zwar das Zeug, aufs College zu gehen und es zu etwas zu bringen, aber keiner unterstützt sie. Und das war Aufgabe des Programms, für das ich arbeite. Er sagt zum Beispiel, wenn du keinen Vater hast, dann kannst du dir einen aussuchen. So etwas hörte ich zum ersten Mal. Das war ein völlig neuer Ansatz für mich. Ich sprach viel mit ihm darüber, dass ich nie einen Vater hatte, denn ich wuchs ohne Männer auf. Er meinte, du kannst dir deinen Vater aussuchen. And he said, well, you can choose your father. Wow. This is slick. This is really different than your other place. Yeah, I like it a lot better. It's beautiful. Thanks. Unbelievable. You got a balcony? Mm-hmm. The cats love that. Kitchen? Well, show me the rest. Okay. And I spent a couple of days thinking about that. Ein paar Tage lang überlegte ich, ob ich Scary bitten könnte, mein Vater zu sein. Der Gedanke machte mir Angst, denn er hätte mich ja zurückweisen können. Aber irgendwann nahm ich all meinen Mut zusammen und fragte ihn, möchtest du mein Vater sein? Und er sagte, ja, klar. I got up enough guts to say, will you be my dad? And he said, yeah, of course. Ooh, that's beautiful. Yeah. That's the first one I ever did. And this one is new. Yep. And this technique, now, did you see this somewhere else or did you come up with this? I just came up with it, well, growing up around people who sew all the time. Yeah. And I like the metaphor of tension and the tension that's holding this together. Like one little sliver of this could go and the whole thing could fall apart. Absolutely. Cool. I think it was my point to grow. When Scary came into my life and Es war an der Zeit, erwachsen zu werden, als Scary in mein Leben trat. Er half mir, Dinge anders zu sehen und schwere Entscheidungen zu treffen. Er machte mir Mut und gab mir Selbstvertrauen. Und er umarmte mich immer mal, wenn ich down war oder Angst hatte. And he was there to help me make those decisions and give me encouragement and give me a hug every once in a while when I was getting down and getting kind of scared.
Scary hat keine Angst, die Wahrheit zu sagen. Wer die nicht hören will, der sollte sich von ihm fernhalten. Er sagt sie dir ins Gesicht. Auch wenn es dir nicht passt. Du kriegst sie trotzdem zu hören. Even if you don't want to hear it, you still need to hear it. Yeah. Because I tell kids this, I tell them this, do not live in your victimhood. If you have been a victim as a child, your mom's neglectful, your dad's a drunk, he's a drug addict, he's beating you, he's doing whatever it is. Do me a favor, guys. Don't live in your victimhood. Don't act out to get your needs met. Do what I did when I lost my dad. I wrote him off. My dad basically left my family 25 years ago, never to hear from him again. Mein Vater verließ meine Familie vor 25 Jahren und wir hörten nie wieder von ihm. Ich schaute damals in den Spiegel und fragte mich, womit ich das verdient hatte. Ich gab mir die Schuld und stellte alles Mögliche an, um Aufmerksamkeit zu erregen. Aber eines Tages entschied ich, mein Vater war derjenige, der wegging. Es ist sein Problem. Ich bin geblieben und ich bin okay. Und ich beschloss, ich brauche einen Vater. And I decided I needed a dad. I picked out a guy named Honest John. He was an ex-ambulance driver in New York City. So I walked right up to Honest John. I said, Honest John, would you be my dad? He goes, what? Yeah, I don't have a dad, Honest John. Would you? Are you sure? I said, yeah, and we were like father and son. We'd talk, and he would be my dad. It was really cool. He cared about what we were doing, traveling around, taking care of things. No, I didn't think much of it. Didn't really mean much. Just he was my dad, big deal. Until this happened 2 years ago. We were in South Dakota, my wife and I, we were in a hotel hanging out, and all of a sudden the phone rings. And it's Honest John's daughter. She goes, Honest John died. And I went, what? Yeah, he got cancer 2 weeks ago. He didn't want to bother anybody. She said the only request he had is that Scary Guy's 8x10 was put in his coffin with him. That's when I realized it worked. Ich bin so etwas wie Scary Guys Manager. Das hat sich in den letzten 4 Jahren so ergeben. Damals lernte ich Scary Guy in meiner Radiosendung kennen. Anfangs war es schwierig, Schulen zu überreden, Scary Guy einzuladen. Ich sagte denen, ich habe gerade so einen Typen im Radio getroffen. Er ist von oben bis unten tätowiert, er ist gepierst und er ist Amerikaner. Möchten Sie ihn buchen? Die Schulleiter schauten natürlich, als sei ich vollkommen durchgeknallt. You can imagine the head teachers just looked at me like I was completely crazy. Wir suchten nach Möglichkeiten, emotionale Intelligenz in der Schule zu fördern. Die Pinder School hat eine schwierige Vergangenheit. Ihr Niveau war das niedrigste der Gegend. Das Verhalten der Schüler war ziemlich problematisch. Wir mussten erst das Verhalten in den Griff kriegen. Das gelang auch. Aber wir wollten erreichen, dass die Schüler sich selbst im Griff haben. Und das mussten wir irgendwie rüberbringen. Natürlich hätten wir uns hinstellen können und erzählen, wie toll Selbstbeherrschung ist. Aber das wäre wohl kein Knaller gewesen. Stattdessen kamen wir auf Scary Guy. Wir hatten einen Flyer und schauten auf seine Website. Na, und weil er ziemlich furchterregend aussah, sagten wir, das riskieren wir. Gerade hier in England ist Scary natürlich außergewöhnlich. Wenn man Typen wie ihn sieht, wechselt man die Straßenseite. Aber wenn er spricht, wirkt er fast wie ein Billy Graham ohne die Religion.
Ihn und seine Mission umgibt etwas von einem Prediger. Und das finden wir sehr wirkungsvoll. In einer Schule mit Mobbing und Gewalt muss einer sehr charismatisch sein, um es mit den starken Figuren aufzunehmen, die über die Medien in die Kinderzimmer gelangen. To challenge those strong figures who are coming through the media into the children's homes. What do you got going on? Well, when I first met you, I was like picked on constantly at school. I'd have people flicking things at the back of my head in class, kicking me on the way out in PE. I could never go into the changing rooms. I refused to do PE because it was that bad in the changing rooms. And they can't exactly have anybody in there watching us and that, getting changed and everything, so I kind of used to get really, really, really angry during lessons. There was one time when I actually kicked a table and it flew over and almost hit somebody because they'd been picking on us that much. I just got so angry. And then I was at the point where I could have just done something really, really stupid. Teachers, they always say stuff that I don't need to do. Like, what is it that you think you're doing that they don't like? So, when you go talk to your mates and stuff, they shout at you and stuff and send you out. So I retaliate back and then I get excluded or put in isolation. Hang on a minute, let me get clear on that, okay? Do you do that a lot? Talk while the teacher's talking? Yeah. Why? Don't know. What class do you do that in? Mostly English, that's just up there. Mostly English? And I ain't been going to English for a couple of months. Say that again? I ain't been going to English for a couple of months. You don't like English? Don't do any school lessons hardly anymore. Did any of them ever really truly beat on you? Try to beat on you in a circle once? There was one point where I was actually put in hospital because somebody had hit me because they thought, I'm not sure if it was a mistake or they were just making up some reason to do it, but apparently they'd seen me beating on their little sister or something when I didn't even know who the person was or who their sister was. And she turned round and hit me 3 times in the nose, which I think broke my nose slightly there, and then it kept bleeding, and I got a nasty hit on the side of my head, and that put me in hospital overnight, and I kept having constant nosebleeds after that, which put me in hospital again to have it operated on to get it fixed. So it was pretty bad. Yeah. That was 2 years ago. Yeah, that was. And how did you feel about yourself then? Personally inside, how did you feel? I could just shrivel up and die or something. I wanted to be away from everybody. You don't do any school lessons anymore? How come? Fighting or... Hold on, fighting? Yeah. Who do you fight? People who calls me names or something. So you react to them right away? Yeah. There's not much thinking going on? Mum always tells me to count to 10 or something, but it don't work. You don't even get to 1, do you? No. Right. Did you ever have an opportunity to speak to your mom and dad about all of this? Well, I did, but it was just I felt really... I didn't want to talk to them about it because I just felt embarrassed in a way. So you didn't really talk to your mom and dad about the whole problem? Nah, I couldn't really talk to my dad at all. Do you have control over your teacher? Do you have control over your mom? Do you have control over any of the boys? Who do you have control over? Myself. You? Yeah.
If they're running their mouth with negative words, I don't care what they say to me, guess what I'm going to do? Not take it in. It's your body, they're your ears, and it's your brain. And you can choose what you want inside your body. That's what I do. Because look at me. You know what I get, don't you? I get a lot of negative stuff coming at me. And I don't take any of it on unless I like it or I want it for me. And then I go, hey, that's cool, thanks. All the other stuff is not mine. That's how I function every day. What I'm saying is, we need to take and look at what you're taking in. That's even more important. Because none of that stuff is yours and you don't have to prove it to anybody. You with me? Yeah. What do you think's the difference between you then and you now? What has happened? Well, it's like I'm a completely different person now. Then I was angry all the time. I hated a lot of people. And I mean, it's a strong word to say, but I did. Mm-hmm. But now I don't. It's like I say, well, instead of listening to what they were saying, I kind of just remembered what you were saying about negative energy and just think, oh, well, it's their problem, not mine. And I did think that all the time then. And now I don't even need to think that. I just say, well, it's not my problem and walk away. Dude, how are you? Right. What are you doing? Do you got a letter for me? Yeah. Look at this letter. Can I read it now or do you want me to read it later? I can read it now. Okay. A miracle to me that, I mean, there's a young boy. Das ist ein Wunder für mich. Ein Junge hier in Scarborough kam in unseren Raum. Scary Guy plauderte mit ihm, lächelte ihn an, bot ihm ein Sandwich an. Scary Guy sprach mit ihm und zeichnete irgendetwas. Der Junge gab immer nur Laute wie und aha und von sich. Allmählich, so nach 20, 25 Minuten, brachten wir den Jungen dazu, Ja und Nein zu sagen. Dann 2 Wörter, dann 3, dann einen Satz. Dabei ließen wir es bewenden. Scary hatte einen Eindruck von dem Jungen und dessen Problemen bekommen. Scary had got an idea of who he was and what his issues were. Dear Scary, hope you're okay as I'm fine. What have you been doing lately? As you may or may... What's that say? Help me. As you may or may know, I'm going on what? Holiday. It says holes. It's a what? Holes, it's short for holiday. Holes? Holes. It's a nickname for holiday? Mm-hmm. Cool. I didn't even know that, dude. I thought I knew everything. Soon. If I had your address, I could send you a postcard. But unfortunately, I haven't got your address. As I walked with this lad back to his class. Als ich den Jungen wieder in seine Klasse begleitete, unterhielten wir uns. Ich fragte ihn Sachen wie, was hast du jetzt für ein Fach? Was ist dein Lieblingsfach? Wie findest du Scary Guy und so? Und er erzählte mir einfach, was er so macht. Ich dachte mir nichts weiter dabei. 2 Erzieher gingen an mir vorbei. Ich dachte immer noch nichts dabei. Ich ging durch die Tür, sagte dem Jungen Tschüss, machte mich auf den Rückweg und sah die beiden Erzieher. Sie standen immer noch da, die Kinnlade offen. Sie waren völlig perplex. Ich fragte sie, alles okay? Und sie darauf, hat er geredet? Und ich, ja, warum? Sie hatten ihn noch nie sprechen hören. I'm going on holiday next Friday. Do you want a letter to carry with you? Yeah. Okay. I will write you a letter. So you're going to be in school today and tomorrow? Yeah. Okay. Can I have a day to write the letter? Can I have one day? And I'll get it back over to you tomorrow. Is that cool? Yeah. Okay, good. I'll write you a letter. Thanks, buddy. Thanks for coming by. Now I got to write a letter. That's cool. Talk to you tomorrow. We'll talk to you tomorrow. Oh my gosh.
back in the hotel, I'm typing. Zurück im Hotel tippe ich E-Mails an die Kids. So zwischen 20 und 100 am Tag. Manchmal bin ich dann bis 1 Uhr auf. Sometimes I'm up till 1 o'clock. Scary answers every single email. Scary beantwortet jede einzelne E-Mail. Er verbringt ungeheuer viel Zeit damit. Denn das braucht es nun mal. Die Beziehung zu den Leuten, die ihm schreiben, insbesondere zu den Kindern, funktioniert, weil er aufrichtig ist. Er ist einfach echt. Deshalb funktioniert das mit den Wundern. Denn Kinder durchschauen sofort, wenn man unaufrichtig ist oder nur eine Show abzieht, um damit Geld zu machen. Ich habe mit Kindern zu tun, die sehr ernste Probleme haben. Sie leiden fürchterlich. Bei Selbstmordgefährdung oder anderen Notsituationen, durch die das Leben der Kids oder das Leben anderer gefährdet ist, rufe ich natürlich jemanden in ihrer Nähe an, der sofort hilft. Also den Schuldirektor, die Polizei, eine Sozialbehörde oder Ähnliches. Law enforcement agency or some social service group or whatever. Bei uns läuft derzeit ein 3-Jahres-Projekt, das von einer ortsansässigen Firma finanziert wird. Die Firma ermöglicht Scary, 3 Jahre lang mit allen Schulen in Scarborough zu arbeiten und mit Institutionen wie der Polizei. So sollen alle mehr emotionale Intelligenz entwickeln. Wir waren eine Woche in Scarborough, danach machten wir eine Veranstaltung in Cornwall. Wir sprangen am Freitag in den Flieger von Bristol nach Newquay, hatten am Samstag eine Veranstaltung, am Sonntag ging es wieder zurück über Bristol und Leeds. Wir fuhren wieder zurück nach Scarborough, kamen um 1 Uhr morgens an und standen am Montag um 9 wieder auf der Matte. Irgendwann sprangen wir gleichzeitig ins Auto und fingen beide an zu lachen. Wir fühlten uns wie Batman und Robin. Ich sehe nicht, was ihr dauernd seht. Nur wenn ich meinen Irokesen bürste und in den Spiegel schaue. Sonst nehme ich das gar nicht wahr. Ich sehe seine Tattoos im Alltag gar nicht mehr. Wenn er sich ein neues machen lässt, bin ich die Letzte, die es merkt. Denn ich sehe nur sein Wesen. Seine äußere Erscheinung nehme ich kaum noch wahr. Und müsste ich seine Tattoos beschreiben, könnte ich das wahrscheinlich gar nicht. Obwohl ich so viel mit ihm zusammen bin. Es ist eben nur ein Teil von ihm. As much as I've, been around him and everything, because it is just a part of the big picture. Check this out. This is today's newspapers. I'm sorry, but look, I'm trying to find out how it's going today, okay? There's one. There's 2. Oh, and they found out about one of the bombers. He was full of anger. That's what it says. Surprise, huh? I'll just hold them up because I can't read them all fast enough. Here's another one. Now this is just today. Oh, this is the evil. We got to get the evil. Stop the evil. Let's work together to stamp out evil. War on terrorism. Think about it. Are we actually helping people heal, or are we just creating a whole bunch more haters to hate more haters? Anger is very quick. You go like this, and you get rid of the energy. Very rarely do you see somebody living in physical anger full time. They're dead. That will eat you alive. You with me? Like this. I'll die. I can't be there. So I use it to get rid of that stuff right there. Boom, boom. Law enforcement's no different. Excuse me, new police officers, you got something you got to wake up to right now.
Do you think you're wearing a uniform, you're immune from the process of negative energy in the form of words and nonverbal communication? No. You're going to turn into the dudes you arrest. Because you're going to take on all that negative energy out there all day long and then have to go home and be good. Now you'll go to the pub and drink yourself to death. Because you got to get some relief. In law enforcement, you use some of that energy as it comes at you. If you think you're going to, for instance, if a man, stand up, Carrie, come on over here. If somebody's going to strike you like this and you turn your face and you see, yeah, you're going to redirect the energy. You see that? You're not going to absorb it. Or if they've got a knife, you're going to redirect that energy. You're not going to allow that negative energy to enter your body. And you may have to use adrenaline, but trust me, if you get angry during the process, you're going to get hurt. You never use anger to redirect energy. They even say that in self-defense class, and they also say it in boxing. People try to, they call it, make their opponent mad, because once they make their opponent mad, they got them. Because they can't think clearly. Right? Right on. Give him a hand. Again, you rock, dude. What happens in schools, kindergarten, Ob Schulen, Kindergärten, erste oder zweite Klassen, Highschools, Colleges, große Konzerne, Firmen oder Polizeistationen. Überall dasselbe Verhalten. are almost identical. There's absolutely no difference between a kindergartner. Es besteht keinerlei Unterschied zwischen einem Kindergartenkind, das seine Bauklötze haben will, und einem Konzernangestellten, der mehr Geld und ein besseres Auto haben will. Das läuft ziemlich ähnlich. Viele meinen, ich würde mit Kindern anders arbeiten als mit Erwachsenen. Aber sie irren sich. That what I do for kids has got to be different than what I would do for adults. And they're wrong. Ich habe noch freie Flächen auf dem Rücken und am Hintern. Aber mir ist diese Ausdrucksform nicht mehr so wichtig. Wichtiger ist mir einzusetzen, was ich habe. Ich ziehe mich sowieso nie aus. Die Sonne schadet meiner Haut. Ich gehe nicht mehr in die Sonne. Momentan bist du mitten in einem Gewitter. Das ist wunderbar.